Hallo Freunde. Das ist der beste Winkel, den man sich hier vorstellen kann. Es ist 2 Wochen her, seitdem ich von der Karibik zurückgekommen bin. Das ist schon ganz schön lange und das heißt, wir fahren wieder im Urlaub. Herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Okay, der Winkel ist wirklich beknackt, das geht besser. Ja, ich bin nochmal unterwegs. Wir fahren diesmal nach Großbritannien und machen eine kleine Großbritannien-Tour. Also wir fangen erstmal in Schottland an. Ich besuche einen Kumpel in Edinburgh. Ich war schon mal in Schottland, das ist aber auch sehr lange her. In Edinburgh selber war ich noch nie und ja, freue mich sehr drauf. Ich glaube, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt. Da sind wir dann 5 Tage. Danach fahren wir am Wochenende, da fahre ich mit 2 anderen Kumpels hin. Da fahren wir dann zum Norden von England an der Strand, in einem Dorf, wo meine Oma früher gewohnt hat. Da haben meine Eltern eine eigene Wohnung. Und wir werden das mal ein bisschen gucken. Das kann ja auch mal ein bisschen was von meiner Kindheit ein bisschen zeigen. Das ist ein Ort, wo ich natürlich schon sehr, sehr oft in der Vergangenheit war. Aber noch nie alleine, also noch nie ohne Eltern. Da freue ich mich sehr, bin ich sehr gespannt drauf. Und danach schließen wir das ab, indem ich zu meinen Verwandten fahre. Ob ich da so viel filmen werde, weiß ich jetzt nicht, weil ja, das ist halt, wie ich sage, einfach ganz normal Verwandtenbesuch. Aber ja, mal gucken. Freue mich sehr. Es ist verdammt früh gerade. Es ist 7:15. Und das Problem ist, es gibt schon Direktflüge von München nach Edinburgh. Das Problem ist heute nicht. Das heißt, ich fliege jetzt über Frankfurt. Das ist auch ein bisschen länger. Aber ja, ich nehme euch mal ein bisschen mit. Und ja, bin sehr gespannt. Da hinten sieht man übrigens noch einen Flieger von Singapore Airlines. Muss ich direkt an meinen Rückflug von Australien denken. Aber heute ganz normal mit Lufthansa. Nicht den da hinten, der große A380. Ne, ungefähr der gerade da losfährt. Ganz kleiner Flieger heute mal. Ich bin angekommen, Freunde. Man merkt gar nicht, dass ich in Schottland bin, weil die Sonne gerade scheint. Und es ist sogar ziemlich warm. Ich hätte es auch nicht mitgerechnet. Ich bin angekommen. Das Gute ist, mein Koffer ist auch noch dazu angekommen. Das ist ja schon mal nicht passiert. Diesmal war ich sogar extra vorbereitet für den Fall, aber es ist angekommen. Flughafen ziemlich klein. Erstmal ist mir gerade aufgefallen. Gar nicht mal so schön. Und ja, jetzt muss ich irgendwie in die Innenstadt kommen. Ich habe zwar schon recht viele Tipps gehört, jetzt so spontan habe ich überhaupt keine Ahnung, mit was ein Ticket und mit welchem Bus und Tram ich hier fahre, aber wir finden hier jetzt irgendwie schon einen Weg, Zeit zum genug. Deswegen, ich gehe jetzt erstmal auf der Suche. Ich bin gerade so überrascht, dass es so warm und so sonnig ist. Das kenne ich von Schottland gar nicht. Machen wir uns auf den Weg, würde ich sagen. War jetzt auch schon lang genug unterwegs. So, hier ist der erste Bus. Ist das richtig? Airlink. Das ist nicht das, was mir vorgeschlagen worden ist. Aber da stehen ganz schön viele Leute. Trams, das wurde mir vorgeschlagen. Trams. Ja, wir gehen zu den Trams. Boah, ich habe diesen versteckten Automaten gefunden. Ich bin viel zu gut. So, das machen wir jetzt hier zusammen. Tram. Ja, Day-Ticket wäre gut. Network Day-Ticket. Vielleicht. Ja. $12, das ist aber ganz schön viel. $12 sage ich schon, 12 Pfund. Okay, das und das gleichzeitig zu filmen ist halt gar nicht so gut. Ich guck mal, was ich hier ohne Filmen schaffe. Nach diesem absolut glorreichen Erkenntnis bin ich am Ende dann doch Bus gefahren, wie man hier sieht. Wer hätte es gedacht, ne? Wo die ganzen Leute anstehen, könnte es vielleicht auch Sinn machen, da mitzufahren.
kurze Zeit später war ich dann schon in Edinburgh Zentrum und habe meine Mitreisenden getroffen und ja, diese werde ich jetzt mal ganz kurz vorstellen. Die sieht man jetzt alle hier gleich bei dieser Szene. Da ist der erste und da ist er wieder, da ist die andere, ah ja, und da ist noch der dritte. Boah, nee, das ging mir irgendwie gerade ein bisschen zu schnell. Eigentlich würde ich zu den Leuten ein bisschen mehr was sagen. Wie mache ich das jetzt? Boah, ich habe eine Idee. Lass diese Szene nochmal abspielen und bei den Gesichtsausdrücken pausieren. Das wird doch bestimmt nicht peinlich aussehen, oder? Dann fange ich nochmal von neu an. Das hier ist der Lukas. Den Lukas kenne ich schon sehr, sehr viele Jahre. Wir waren damals zusammen auf der gleichen Realschulklasse. Und er wird in diesem Video auch am häufigsten featuren, denn er ist auch mit mir nach Nordengland mitgekommen. Jetzt macht er noch kurz seinen zweiten Auftritt und dann haben wir hier die Sassi. Sassi kenne ich auch schon seit sehr vielen Jahren, war auch von der Realschulzeit. Sie hat bereits schon Edinburgh ein Auslandssemester gemacht und wurde daher einfach spontan zu unserem Local Guide ernannt, ob sie das wollte oder nicht. Und hier haben wir noch den Fred. Fred ist der große Bruder von Lukas, dementsprechend kenne ich ihn jetzt auch schon etwas länger. Und der war auch schon mal in Edinburgh, deswegen ein paar praktische Tipps hat er auch immer wieder auf Lager gehabt. Eine relevante Person fehlt aber noch, der hier nicht dabei war. Man sagt ja, das Beste kommt zum Schluss, ich muss euch hier aber leider enttäuschen. Es handelt sich nämlich um diesen Herrn hier vorne, der das Bild von uns allen 5 macht, nämlich der Max. Max ist nämlich der Grund, warum wir überhaupt dort waren. Er macht nämlich aktuell ein Auslandssemester in Edinburgh und ja, ist ein sehr guter Kumpel von mir, kenne ich sogar noch länger als der Rest. Und ja, leider habe ich aber keine blöden Bilder von dem gefunden und glaubt's mir, ich habe gesucht, deswegen mal zum Ausgleich ein paar schöne Bilder von uns allen 5. Wir waren an 2 von 4 Abenden in einer Bar drin, die alles mögliche an Live-Musik hat. Also wie man gleich hört, wirklich ganz viele unterschiedliche Genres. Und ja, das war ein Ort, der mir unheimlich gut gefallen hat und daher wollte ich es euch mal auch kurz zeigen. Wir waren aber dann auch mal außerhalb von Edinburgh. Unsere Local Guides haben uns Queensferry gezeigt. Ein kleiner, aber feiner Ort im Westen von Edinburgh. Queensferry ist aber trotzdem ein recht bekannter Ort in Großbritannien, wegen dieser Brücke hier, die Forth Bridge, die eine der längsten Brücken in ganz Großbritannien ist, mit knapp 2,5 Kilometer Länge. Und Fun Fact, das ist auch die erste Brücke jemals, die aus Stahl gebaut worden ist, habe ich herausgefunden. Aber es war auch ein Ort, der sich wirklich sehr schön fürs Wandern geeignet war.
Wir haben wirklich alles Mögliche gemacht. Es gab kaum eine Zeit, wo wir irgendwie gerade nicht irgendwo durchgelaufen sind. Wir haben wirklich diese Zeit zum Maximum ausgenutzt. Hier waren wir zum Beispiel im National Museum of Scotland, ein wirklich sehr bekanntes Museum mit alles Mögliche an sehr interessanten Ausstellungen. Wir waren auch bei Holyrood Palace, der offizielle Sitz des britischen Königs in Schottland. Da durften wir jetzt aber nicht so viel filmen. Und wir hatten auch eine Führung durch Mary King's Close, eine historische Straße unter der Altstadt von Edinburgh. Ja, ihr habt wirklich richtig gehört, unter der Altstadt. War super interessant, war eine Seite von Edinburgh, die ich selber noch nie gewusst hatte und ja, hat sich sehr gelohnt. Aber leider durften wir da auch keine Bilder und keine Videos machen, deswegen nur dieses Bild. So, wir sind mit Teil 1 der Reise durch. Also das wesentliche Teil der Reise auch mit Edinburgh. Wahnsinnig schöne Stadt. Also hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit ist hier sehr, sehr schnell vergangen. Wir haben aber auch ordentlich viel gemacht. Aber das war ja auch genau richtig so. Ja, hat wirklich seinen eigenen Charme. Also ich war ja auch in vielen anderen britischen Städten, aber Edinburgh sticht ja irgendwie doch ein bisschen sehr raus. Also auf jeden Fall eine Reise wert. Und ja, kann ich grundsätzlich sehr empfehlen. Das Wetter war jetzt so. Das ist aber halt mit Schottland ja ein bisschen mit zu rechnen leider. Aber ja, auf jeden Fall die Reise wert. Hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, viel zu sehen hier. Ich glaube auch außerhalb von Edinburgh gibt es auch sehr, sehr viel, was man erkunden kann. Dafür haben wir jetzt leider nicht die Zeit. Wir waren mal kurz auch für eine Wanderung etwas außerhalb, aber sonst nicht. Aber ja, kommen wir jetzt zurück, denke ich, irgendwann mal. Und jetzt geht es dann weiter nach Whitby. Ja, ein wunderschöner kleiner Ort am Strand. Das ist wiederum im Norden von England. Da hat meine Oma früher gewohnt, oder auch meine Oma und Opa haben da früher gewohnt. Und meine Eltern haben jetzt dort eine Wohnung. Da gehen wir jetzt auch hin. Und ja, 4,5-stündige Bahnfahrt haben wir vor uns. Also das ist jetzt nicht das kürzeste, aber es könnte eine ganz schöne Fahrt werden. Mal gucken. Eigentlich könnte mir jetzt eine ganz schöne Strecke vorstellen. Und ja, ich werde da gleich losgehen. Der Lukas, der auch in Edinburgh dabei war, der kommt auch mit. Der hat auch gesagt, er hatte Lust mitzukommen. Also das wird sehr, sehr cool natürlich, dass wir da zu zweit in dieser Wohnung sind. Und ja, ich packe jetzt langsam ein bisschen zusammen und dann machen wir uns eigentlich auch direkt auf den Weg. Bis dann. Ja, meine Freunde, das ist Whitby. Ein wirklich hübscher Ort im Norden von England. Würde ich auch persönlich sagen, innerhalb Großbritannien kennen das schon recht viele. Außerhalb aber dafür halt wahrscheinlich die wenigsten. Daher war es mir wichtig, dass ich den Lukas umso mehr von diesem charmanten kleinen Ort zeige. Und wir haben das wirklich versucht, aus allen Winkeln ein bisschen zu sehen. Ich habe auch versucht, ihm möglichst viele Attraktionen zu zeigen. Mit Attraktionen meine ich aber eher in diesem Fall Orte, die ich traditionell besuche, seitdem ich ein kleiner Bub bin. Unter anderem diese Arkade hier, die ich schon unzählige Mal in meinem Leben schon besucht habe. Es ist ein bisschen kompliziert zu erklären, deswegen ich hoffe, man versteht es ungefähr jetzt in den Videos. Rational gesehen muss man sagen, gar nicht mal so spannend, aber es hat einen richtigen Suchtfaktor. Es hat auch wirklich nicht lange gebraucht, bis Lukas verstanden hat, was ich damit meinte. Trotz des kalten Wetters habe ich ein Trillos-Eis gehabt. Trillos-Eis kann ich nicht erklären. Das muss man einfach probieren. Das ist so lecker, auch wenn es hier wieder so unspektakulär aussieht. Und im Anschluss waren wir dann bei einer Minigolfanlage, wo ich auch unzählige Male war mit einer der besten Aussichten. Oh, Moment. Lukas muss sich jetzt hier konzentrieren. Wenn er den reinmacht, dann ist er nur noch 50 Punkte hinter mir. Er überlegt ganz lange, wie er das macht. Und er macht es tatsächlich! Damit hätte keiner gerechnet. Bei dieser Anlage gibt es ein echt cooles Feature. Wenn man durch ist, hat man hier eine besondere Bahn. Wenn man den nämlich reinmacht, dann gewinnt man ein kostenloses Spiel. Mal gucken, wie unser Golfprofi sich hier anstellt.
Am nächsten Tag haben wir dann eine größere Wanderung gemacht, denn Lukas wollte zu einer Schlossruine in der Nähe von Whitby gehen und ich hatte davor noch nie wirklich was davon gehört, deswegen dachte mir auch, könnte vielleicht doch ganz interessant sein. Leider habe ich aus unerklärlichen Gründen einfach komplett vergessen zu filmen, aber immerhin hat hier einer dran gedacht. Die Burg hieß Mulgrave Castle und war anfangs schwer auffindbar, denn es war mitten in dem Wald und trotz Google Maps konnte man nicht wirklich orten, wo es war, weil es einfach keine Wege dahin gab. Aber das hatte dadurch halt irgendwie wirklich seinen eigenen Charme. Es wurde bereits schon im 6. Jahrhundert gebaut, dann 1647 wurde das dann zerstört und genau, seitdem steht es einfach als Ruine rum. Auf dem Rückweg sind wir dann durch ein paar schönere kleine Orte dann auch wieder gelaufen. Also es war wirklich ein reiner Wandertag. Insgesamt 28.300 Schritte bin ich da gelaufen. Also ja, haben wir ordentlich viel gemacht. Das war's auch dann mit der Whitby-Teil der Reise. Am nächsten Tag habe ich mich von Lukas verabschiedet und mich zu meinem Onkel begeben. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich hatte jetzt nicht das Bedürfnis, hier viel zu filmen. Deswegen skippen wir einfach direkt zum nächsten Teil. Ja, der nächste Teil ist Manchester Flughafen, kurz vor meiner Abreise. Das ist nicht wirklich sonderlich spannend, aber ich hatte noch ein bisschen was zu erzählen zum Schluss. Daher schieß los, Liam. Und damit auch noch herzlich willkommen zum Ibis Budget Hotel am Manchester Flughafen. Oh, das war gerade härter, als ich dachte. Ja, ich würde euch ja sonst eine Roomtour vom Hotelzimmer geben, aber ich bin ganz ehrlich mit euch. Mehr als das hier ist auch gar nicht mehr. Deswegen, wir lassen das mal. Ja, zum letzten Abend von dieser Großbritannien-Reise dachte ich mir, gönne ich mir ein Flughafenhotel. Der Grund ist dafür einfach, dass ich morgen sehr früh den Flug habe. Und es wäre ein bisschen knapp gewesen, wenn ich von meinem Onkel aus jetzt direkt zum Flughafen gefahren wäre. Deswegen eine Nacht jetzt noch ein kleines Flughafenhotel. Aber ist ganz entspannt. Ich muss literally nur 2 Minuten dahin laufen. Dann bin ich eigentlich schon im Flughafengebäude. Also wir sind wirklich direkt dran. Zwar jetzt recht wenig, weil es halt ein Budget-Hotel ist. Und ja, passt für die letzte Nacht auf jeden Fall. Ja, und das war's jetzt auch eigentlich mit dem Vlog und ja, diese kurze Miniserie von Vlogs nenne ich mal aus Karibik und aus hier aus Schottland und England. Hoffe, es haben wir wieder euch Spaß gemacht, das nochmal ein bisschen zuzuschauen, mal ein bisschen was anderes jetzt als Australien. Mal gucken, wo die nächste Reise hingeht. Kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Ne? Ein neuer Job und dann bin ich wahrscheinlich erstmal sehr lange in der Probezeit beschäftigt. Also wird noch ein bisschen dauern. Aber hat wieder sehr viel Spaß gemacht, diese beiden Urlaube. War schön, ein bisschen mehr zu verreisen. So das letzte Mal, wo ich noch länger Zeit hatte. Das mal noch ein bisschen nutzen. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wann auch immer das sein wird. Aber ja, von mir dann Peace, Love und aus. Das war jetzt ein richtig cheesy Abspann. Tschüss!